Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fei Online Video. Wir machen weiter im Land des schmelzenden Schnees. Für mich aus irgendeinem Grund ein Zungenbrecher, ich weiß nicht wieso. Wir sind bei der Erkundung des unterirdischen Palastes und haben einen neuen Auftrag von Wolf, dem Arzt hier der Feen. Als Arzt im Land des schmelzenden Schnees bin ich mir der Schwere meiner Verantwortung sehr bewusst und hoffe, die Fähigkeit zu besitzen, alle Krankheiten der Welt zu heilen. Angesichts des tückischen Dornröschen-Syndroms hoffe ich bald ein Heilmittel zu finden, damit meine Mädchen, die noch schlafen, aufwachen können. Und hier haben wir jetzt einen Umsetzungsplan. Du hast recht, nach dem Lesen von Ruris Tagebuch steht fest, dass der unsignierte Liebesbrief tatsächlich von Ruri an Luca geschrieben wurde. Ich hätte nie gedacht, dass Ruri sich in einen Menschen verlieben würde. Aufgrund aller im Zuge der Ermittlungen gesammelten Hinweise bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Vielleicht lag es daran, dass die Elfenmädchen ihre Liebesbriefe unter dem Traumbaum vergraben hatten und deshalb in einen tiefen, unerwachten Schlaf fielen, am Dornröschen-Syndrom litten und die Jungen, die sie heimlich liebten, infolgedessen verschwanden. Offensichtlich, da hängt das miteinander zusammen. Oh, Rätseltime. Wenn wir diese vermissten Teenager finden wollen, gibt es meiner Meinung nach eine Methode, die wir ausprobieren können. Aber wir müssen uns beide ändern. Verwandlung zum Monster im unterirdischen Palast werden. Du meinst, wir werden so tun, als wären wir der Traumbaum. Du meinst, wir werden so tun, als wären wir ein Junge und ein Mädchen. Ich wollte sagen, das Unterste wäre das Logischste. War auch richtig. Du bist sehr clever, du hast meinen Plan bestimmt schon durchschaut. Genau, wir basteln 2 Verwandlungskugeln. Ich verkleide mich als Mädchen und du verkleidest dich als der Junge, den ich heimlich bewundere. Ich schreibe dir einen Liebesbrief und vergrabe ihn unter dem Baum. Und so, es wird nichts passieren, werde ich das Dornröschen-Syndrom entwickeln, werde ich verschwinden. Wenn ich der Junge bin, muss ich ja verschwinden, genau. Ah, das ist ein Test, ob du das tatsächlich durchgelesen hast. Oh, Baby. Sowas gibt's bei uns nicht. Ja, aber sie werden auch darunter leiden. Verlassen des Schneeschmelzgebietes findet die Elfenjungen, die ebenfalls verschwunden sind, tiefer Schlaf. Also er sagt das zu mir, ich werde auch darunter leiden. Bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt gemeint ist tatsächlich. Das war anscheinend richtig. Also ich habe das angeklickt mit den, wir werden die vermissten Jungs finden. Das ist völlig richtig, da aber keiner der vermissten Jungs zurückgekehrt ist, stehen sie vermutlich unter Hausarrest oder wurden unter Drogen gesetzt, sodass sie nicht mehr kontrollierbar sind. Wenn wir unseren Plan umsetzen wollen, müssen wir einen Weg finden, diese unvorhergesehenen Umstände zu verhindern. Übrigens hast du nicht gesagt, dass der vermisste Luca der Sohn dieses Menschen namens Cabo ist. Jetzt, wo wir einen Weg gefunden haben, den Jungen zu finden, solltest du Cabo Bescheid geben und ihn um Rat fragen. Okay, RIP. Wie man die Verwandlungsbälle für Jungen und Mädchen herstellt und wie man unvorhergesehene Ereignisse abwehrt, habe ich alles für euch aufgeschrieben. Fangt jetzt bitte mit den Vorbereitungen an. Wir akzeptieren die Vorbereitungsanweisungen und danken ihm. Und danach machen wir uns auf die Suche nach Cabo. Okay. Ja, ich fand es ein bisschen, also bisher ein bisschen schwach, wie der Dungeon angefangen hat. Habe ich ja letztes Mal so kritisiert mit dem Rein raus. So grundsätzlich ein Konzept, das ich gar nicht mag. Tatsächlich in Flife Universe auch immer kritisiert habe bei den Dungeon Quests, dass die NPCs nicht im Dungeon stehen. Sehe ich absolut kein Problem. Warum soll da nicht einfach irgendwo ein NPC im Dungeon stehen? Oder auch hier, wie es bei Fei Online ist, dass der NPC halt wirklich erscheint, nur für die Quest und dann wieder verschwindet. Aber halt im Dungeon, dass du halt nicht immer wieder rausgehen musst, weil es zerstört ja auch so ein bisschen die Erfahrung. Zugegebenermaßen, das hier ist eine richtig lange Quest, die auch wirklich storylastig ist. Also die erfordert es wirklich, dass du den Text liest, dass du weißt, worum es geht und so. Das heißt, es ist jetzt nicht zwingend so Gameplay-lastig wie bei Flife Universe. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass ich das schon präferieren würde, halt nicht immer wieder rein und raus zu gehen. Aber bei so einer langen Quest kann es auch wieder von Vorteil sein, weil dann kann man halt leichter mal eine Pause machen, wenn man keine Lust hat, 2 Stunden am Stück zu questen. Nachdem du Cabo getroffen hast, erzähle ihm sofort von dem Plan, den du mit Wolf besprochen hast. Cabo nickt zustimmt, nachdem er zugehört hat. Du wolltest mit den Vorbereitungen für den Plan fortfahren, stellst aber fest, dass Wolfs Anweisungen in Elbisch verfasst waren, einer Sprache, die du nicht völlig verstehst. Glücklicherweise erwähnt Sanbo, dass er... Sanbo? Ich glaube, es soll Cabo heißen. Dass er Elbisch gelernt hatte, also gibst du ihm die Haupt- und Ausweichanweisung und bittest ihn, dich bei diesen Vorbereitungen anzuleiten. Ja, das Sanbo sollte safe Cabo heißen, würde das uns ganz Sinn ergeben. Wer zum Teufel ist Sanbo?
Lassen Sie mich diese von Wolf verfasste Vorbereitungserklärung genauer betrachten. Verstanden. Wie oben beschrieben, müssen Sie die Materialien für die Jungen- und Mädchenverwandlungskugeln vorbereiten. Zuerst benötigen Sie genügend Jungen- und Mädchengeister. Wolf sagt, dass die Geister von Jungen und Mädchen von den gesichtsverändernden Elfen im Schneeschmelzkönigreich erhalten werden können und dass es eine Chance gibt, sie zu erhalten, wenn man sie tötet. Gut, das müssen dann offensichtlich Gegner sein, die wir noch nicht besiegt haben. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich die Quest-Experience echt nice. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es bei uns seit wenige solche Quests gibt. Ich meine, die Reonan-Quest, ja, aber die habe ich halt schon 10-mal gemacht. Die ist halt nicht mehr wirklich interessant. Und die einzige andere Questreihe, die wirklich noch sehr umfangreich ist, ist eigentlich die in Kailun tatsächlich. Und die habe ich noch nicht ganz fertig. Aber die ist von dem, was ich bisher gesehen habe, auch echt nicht so gut. Also die hier ist halt schon wirklich sehr storylastig. Es ist zwar sehr viel doppelt gemoppelt, muss man sagen. Also viele Sachen werden auch immer mal wieder wiederholt. Aber das ist jetzt ja auch nicht wirklich untypisch. Also wenn du Fernsehen schaust oder so, in Geschichtenerzählungen, auch in Büchern, da werden Sachen schon auch immer mal wieder wiederholt, um dich halt wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn du eben mal eine Pause gemacht hast oder wenn du einfach den Faden verloren hast, weil du so viel mit Informationen zugetextet wurdest. Und manchmal ist es ja auch nicht schlecht, weil wenn ich jetzt eine Woche Pause machen würde, würde mich die Quest dann halt auch wirklich wieder abholen und mich wieder anleiten. So, hey, da haben wir aufgehört, da hast du aufgehört, hier geht's weiter, so ungefähr. Also finde ich jetzt auch nicht wirklich negativ sozusagen. Aber ist natürlich Geschmackssache. Brauchen wir nicht drüber reden. Manche Leute mögen halt einfach gar keine Quests. Alter, die tragen einfach AG-Jojos, by the way. Geil. No way, die tragen einfach AG-Jojos. Das ist so sick. Und die sehen tatsächlich aus wie ganz normale Menschen. Die haben nicht so komische Schweife oder was die da hatten teilweise. Das sind einfach Gegner. Ich finde das... Es ist so simpel, ne? Es ist ja jetzt nicht wirklich so, dass die das Rad neu erfunden haben. Aber ich finde das so geil, dass die hier tatsächlich Charakter, also wie viel Penya da rumliegt, dass sie tatsächlich die Charakter auch als Monster verwendet haben. Ich weiß nicht, warum ich das so geil finde. Vielleicht einfach, weil es so traurig ist, dass sie es bei uns in über 20 Jahren noch nicht ein einziges Mal gemacht haben. Aber ja, also irgendwie, ich finde das einfach genial. Also es ist nicht wirklich kreativ, es ist eigentlich sogar ziemlich unkreativ, würde ich sagen. Aber dadurch, dass wir das nie gemacht haben, wirkt es halt einfach so erstaunlich, so weltbewegend irgendwie, keine Ahnung. Die Elfengesichtswander sind keine Elfen, sondern Dämonen. Sie infiltrieren das Schneeschmelzreich und verwandeln sich gerne in Elfen, Jungen und Mädchen. Die Macht, die ihnen diese Verwandlung ermöglicht, ist die Essenz der Seelen, die sie von toten Jungen und Mädchen absorbieren. Die oben genannten Punkte werden auch in Wolfs Vorbereitungsanweisungen erwähnt. Level up? Yes. Als nächstes mal sehen, nachdem du den Geist des Jungen und den Geist des Mädchen erhalten hast, kannst du ein weiteres Mal Material sammeln, um die Transformationskugel herzustellen. Kristall aus dem schmelzenden Schneekönigreich. Ich denke, so sollte dieses Material übersetzt werden. Ja, und was ist es? Laut Beschreibung ist der Schneeschmelzkristall leicht zu sammeln, da er in ganz Schneeschmelze an vielen Orten wächst. Allerdings benötigt man für den Schneeschmelzkristall einen Sammler. Du solltest also bereits einen besitzen, oder? Falls nicht, kannst du einen beim Gemischtwarenhändler kaufen. Einen Sammler? Ist das dieses Ding hier? Das ist das einzige Item, was ich noch nie im Inventar benutzt habe, glaube ich. Und auch nicht wirklich weiß, was es ist. Schau mal. Okay, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir noch nie diesen Collector benutzt haben, habe ich ihn aus irgendeinem Grund. Okay, wir sammeln jetzt einfach diese Kristalle mit dem Collector. Also auch den gibt's. Gleiche Animation. Ich würde sagen, das ist der Standard-Collector, oder? Der schlechteste. Ah. Also auch das gibt es hier. Oh, da steht sogar +1, wenn wir einen sammeln. Schaut mal. +1. +1. Das finde ich ganz cool. So, ich habe einfach fertig gesammelt. Das war jetzt relativ uninteressant. Ist das der Kristall des Schneeschmelzreichs? Sie sind so klar und durchscheinend reiner und schöner als jeder Kristall, den ich je gesehen habe. Als ich jung war, hatte ich nie die Gelegenheit, das Land des schmelzenden Schnees zu betreten und seine magischen Wunder zu erleben. Jetzt in meinem Alter dachte ich, mein Kindheitstraum sei für immer geplatzt. Doch unerwartet bin ich durch den Traum meines Sohnes wieder hierher zurückgekehrt. Das muss Schicksal sein. Doch im Moment habe ich nicht mehr die vielen Gedanken, die ich in meiner Jugend hatte. Ich möchte meinen Sohn Luca so schnell wie möglich finden. Oh, wir haben diesen Blutstropfen da bekommen.
Die Materialien sind bereit und wir können nun nach der Methode von Wolf mit der Synthese des jungen Transformationsballs und des Mädchen-Transformationsballs beginnen. Ganz einfach, man injiziert einfach den Geist des Mädchens und den Geist des Jungen in den Kristall des Schneeschmelzkönigreichs. Was von war... Ey, das ist ein Blue Crystal. Quest-Item von Mammoth. Ja, perfekt. Jetzt haben wir diese beiden Kugeln dann. By the way, ich bräuchte mal mehr Inventarplatz, gell? Fällt mir mal gerade so auf. Wie wär's mal mit ein bisschen Inventarplatz, Fei Online? Ich hab keinen Platz nicht. Der Verwandlungsball für Mädchen und Jungen sind fertig. Wolf meinte, sobald die beiden fertig sind, soll ich ihm zuerst die Mädchenkugel schicken. Da in der Anleitung aber noch einige Vorbereitungen stehen, werde ich die Mädchenkugel für dich an Wolf schicken. Oh, es sind beide weg. Okay, ich krieg sie wahrscheinlich dann wieder. Der nächste Schritt bestand in den Vorbereitungen für die Herstellung eines Medikaments namens Lilang Immunotherapie. Wolf sagte, dieser Trank macht dich für kurze Zeit immun gegen alle Anomalien und Schäden. Nachdem du dich in einen Jungen verwandelt hast und verschwindest, kannst du, solange du den Lilang-Immunitätstrank einnimmst, Zaubern widerstehen und dich nicht zur Einnahme von Beruhigungsmitteln zwingen lassen. Der Mann denkt mit, das gefällt mir. Bitte sammelt zuerst einige Lilang-Wiederbelebungskräuter. Ihr könnt auch Quest-Gegenstände erhalten, indem ihr die in den Kräutern versteckten Monster tötet. Ja gut, die Vorbereitung, wenn man bedenkt, dass wir schon in dem Dungeon drin waren, ist jetzt natürlich ein bisschen frustrierend, bin ich ehrlich. Weil ich mir halt natürlich trotzdem denke, naja, wir waren ja schon drinnen. Jetzt müssen wir nochmal vorbereiten, ewig lange. Aber gut. Wie gesagt, ich habe persönlich kein Problem damit, dass das hier jetzt mehr so ein RPG-Charakter annimmt, das Ganze. Wie gesagt, ich begrüße es sogar. Okay. Was cool wäre, wenn wir irgendwann durch eine Quest auch einfach automatisch lernen, wie das mit dem Haustier funktioniert. Aber ich fürchte, wir müssen uns dann einfach selber auf die... Lol, das sind Klarfans. Wir müssen uns wahrscheinlich dann einfach auf die Haustierinsel begeben und selber rausfinden, wie das funktioniert. So, ich habe gerade gefoodet und ich habe auch das Ziel geswitcht, aber ich glaube, ich muss jetzt einen Abgang machen. Das war doch ein bisschen zu knapp. Jetzt müsste langsam mal das erste Vieh sterben. Dragon. Ja, der Dragon macht auf jeden Fall Fett Damage. Nochmal das Ziel geswitcht. Und... immer noch alle am Leben, oder? Haben wir noch kein einziges Quest-Item gedroppt? Doch, jetzt eins. Noch eins. Okay, 4. Also wir haben 4 Geister besiegt und 2 Pflanzen gesammelt und haben nur 4? Das fühlt sich fast wie ein Scam an. Oh, man. Das ist schon hardcore. 4 Gegner auf einmal, wenn du keinen AOE-Skill hast. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt vorgesehen, dass man alles immer alleine macht. Vielleicht ist das Spiel auch mehr gruppenbasiert. Ich meine, die Leute laufen als Gruppe rum, aber ich bezweifle, dass das alles Gruppen sind, weil teilweise laufen die schon so koordiniert, dass wenn es keine Bots sind, dann sind es auf jeden Fall die Charakter, die alle zu einem Spieler gehören. Bin ich mir sehr sicher. Ja. Aber kann tatsächlich sein, dass man hier vielleicht früher mal deutlich mehr auf Gruppen-Gameplay gesetzt hat als bei uns. Jetzt muss ich mich doch lieber mal aus dem Staub machen. Aber es dürfte noch einer leben, genau. Ja, ich war mir nicht sicher. Wir sind lieber auf Nummer sicher gegangen. Aber ja, wir haben wieder nur 2 Dinger bekommen. Alter, wie viel Pech habe ich bitte? 3-mal in a row sind die Geister gespawnt und wir sind danach wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Das ist ja Wahnsinn. Was ich aber sagen muss, ist, das Food ist richtig gut. Also diese Biscuits, Chocolate, die Lollipops, die wir vorher hatten, die ich aufgebraucht habe. Dieses
stinknormale Food, wo ja auch gesagt wurde, dass das relativ teuer ist. Das ist richtig nice. Also, weil das heilt halt over time. Wäre geil, wenn es sowas bei uns geben würde, tatsächlich. Richtig, richtig gut. Also davon braucht man auch nicht so viel. Außer man kämpft richtig lange vielleicht. Das hatte ich jetzt noch nicht. Oder man grindet lange. Theoretisch bräuchte man dann wahrscheinlich schon mehr. Okay, jetzt aber 9 von 10. Jetzt bitte einfach nur eine ganz normale Pflanze. Keine Geister. Bitte keine Geister. Bitte keine Geister. Bitte keine Geister. Bitte keine Geister. Geister. Oh meine Güte. 5 in... Nee. 4. 4 hintereinander. 4 hintereinander mit Geistern. Geister, Geister. Geistbrot. So fühle ich mich gerade. Okay, wir müssen gleich einen Abgang machen. Wenn mein Drache die jetzt nicht alle auf einmal tötet, dann... Müssen wir da mal kurz einen Abgang machen, um uns zu healen. Mein Drache ist halt auch so heftig. Das Pet macht halt einfach viel mehr Schaden als ich. Ohne den Drachen hätte ich keine Chance. Was auch schade ist, dass der Drache durch dieses Level-Up nicht einfach die Kondition wiederherstellt, ne? Müsste man ja eigentlich so denken. Es kann aber sein, es gibt ja diese Sternenlevel. Es kann sein, dass wenn man tatsächlich eins von diesen Sternenleveln erreicht, dass er es dann tatsächlich machen würde. Aber apropos, dann können wir wieder statten. Oh, haben wir leider nicht viel. Und bei mir selber, da haben wir tatsächlich 8. Ja gut, weil ich hatte so viele Level-Ups, dass ich gar nicht mehr gestattet habe, tatsächlich. Mein Fehler. Skillpunkte müssen wir vielleicht auch sogar mal ein bisschen reingucken. Oder habe ich jetzt zumindest auf den ersten Blick nichts gesehen. Vielen Dank für deine Mühe. Die gesammelten lilangen Wiederbelebungskräuter sollten für die Herstellung eines lilangen Immunitätstranks ausreichen. Während du Kräuter gesammelt hast, habe ich Wolf auch den Transformationsball übergeben. Keine Sorge, alles wird wie geplant verlaufen. In Wolfs Zubereitungsanleitung steht, dass du für die Herstellung des lilangen Immunitätstranks neben dem lilangen Auferstehungskraut auch eine Wolfsgalle benötigst, die zwar extrem gefährlich zu beschaffen, aber dennoch eine unverzichtbare Zutat ist. Als Jäger aus den uralten Graslandschaften ist die Wolfsjagd meine Spezialität, aber ich habe in diesem Schneeschmelzkönigreich einiges zu untersuchen, daher kann ich euch nur bitten, die Galle des bösen Wolfes zu beschaffen. Wolf schreibt in den Vorbereitungsanweisungen, dass der böse Wolf Envy im Schneeschmelzreich viele Gräueltaten begangen hat. Bitte jagt ihn schnell, so werdet ihr nicht nur dieses Übel im Schneeschmelzreich beseitigen, sondern könnt auch die Galle des Wolfes erlangen. Ein Wolf? Haben wir schon Wölfe gesehen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, Worte! Jo, da kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Was zum Teufel? Alter, was ist das denn für ein... Jo... Okay. Mal ein bisschen auf Distanz gehen, würde ich sagen. Ah, wie ich erwartet habe, ich mache überhaupt keinen Schaden. Wow. Direkt mal einen Abgang machen, würde ich sagen. Dragoon, töte ihn! Alter, ich mache halt einfach keinen Damage. Und er macht sau viel Damage. Oh boy. Was mich so ein bisschen triggert, ist der Eiskristall. Am Anfang hat er doch immer geslowt, oder? Irgendwie macht er das nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Uff. Aber ich habe mir tatsächlich auch die Effekte meiner Skills nie wirklich durchgelesen, ne? Sollte ich vielleicht mal machen. Also mittlerweile haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Er ist Half-Life. Jetzt kann ich... Ich wollte doch sagen, jetzt... Alter, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich ein bisschen Face-Tanken, haut er mir eine 500er-Schelle rein. Ja, Alter, danke für gar nichts, Mann. Junge, Junge, Junge. Aber gut, dann kann ich ja hier nochmal einen Blick... Oh, wir haben tatsächlich einen neuen Skill. No way. Okay. Was heißen denn diese Kategorien eigentlich? Fokus auf Level 6, in der Mitte ist Weisheit und rechts ist Lehre. Ah. Ach so, und was ist eigentlich das hier? Das ist eine passive wahrscheinlich, ne? Weil die habe ich gar nicht auf der Leiste und ich kann sie auch nicht in die Leiste ziehen. Ah. Okay.
Ja gut, dann nochmal mit dem neuen Skill probieren. Ja, mein Charakter ist automatisch von Bord gesprungen, das wollte ich nicht. Wollte schon sagen, bist du lebensmüde? Ich fresse mal so ein Mana-Potion, weil ich habe auch keine MP mehr. Ja, probieren wir den Schinken mal aus, würde ich sagen. Oh, das ist Burning Field. Slowed es? Bitte sag es slowed. Ah, slowed natürlich nicht. Hä, das ist Burning Field? Ah, der Skill ist ja richtig Arschritze, also für Hit and Run auf jeden Fall. Hey, genau wie Burning Field. Burning Field ist eigentlich auch nicht so gut für Hit and Run, nur in Kombination mit Avalanche. Einfach nur Burning Field ist suboptimal. Er hat mich gestunt. Oh. Er hat mich gestunt. Stirb, Dämon der Nacht. Töte ihn. Oh. Junge, Alter. Ich habe mein ganzes Food verbraucht. Also nicht mein ganzes, jetzt habe ich nur noch Chocolate Bar. Alter Schwede. Töte mal den Wolf. Ja, Junge, Alter. Du hast nicht gesagt, dass das der Wolfsdämon Gott des grauenhaften Todes ist. Nice, danke für die Vorwarnung. Sehr gut, junger Mann. Du hast den Mut des Wolfes so leicht erlangt, du scheinst ein ausgezeichneter Jäger zu sein. Sobald alles geklärt ist, können wir drei, du, ich und mein Sohn Luca, gemeinsam zur Jagd in die Taigu-Grassteppe zurückkehren. Ich bin sicher, es wird eine sehr erfolgreiche Reise werden. Dafür gab es nicht mal ein Level-Up. Mal sehen, was ich zu tun habe, nachdem ich die beiden Materialien erhalten habe. Okay, ich verstehe. Als nächstes müssen wir die beiden Materialien mit einer Mühle zerkleinern, um die Lilang-Immunlösung zu erhalten. Wolf hat den Standort des Malwerkes in der Zubereitungsanleitung deutlich eingegeben. Die Koordinaten sind nicht in Elbisch, daher sollten sie verständlich sein. Also gut, ohne weitere Umschweife, male schnell das Lilang-Wiederbelebungskraut in die Wolfsgeilenblase zu einem Lilang-Immunitätstrank. Zum Starten des Malvorgangs einfach die Mühle einschalten. Das sagst du so einfach. Oh, ich sehe, irgendwo eine Mühle ist nur ein Leuchtturm. Wir sind bei der Mühle angekommen. Das ist die Mühle übrigens. Anscheinend. Wow, das war's. Aber sie hat sich sogar kurz bewegt, nachdem wir sie eingeschaltet haben. So. Handelt es sich hierbei um das immunstärkende Medikament Lilang. Die von den Elfen entwickelten Arzneien sind wahrlich mächtig. Ich hätte nie gedacht, dass dieses kleine Fläschchen mit Trank Immunität gegen alle Krankheiten und Verletzungen verleihen könnte. Damit kann man viele Sorgen vergessen. Das ist wahr. Wolfs Vorbereitungsanweisungen sind abgeschlossen. Vielen Dank für deine Mühe. Sie haben alle Vorbereitungen getroffen. Nun können Sie mit dem ursprünglichen Plan fortfahren. Bringe den Verwandlungsball für den braven Jungen in Lilang Immunitätstrank zu Wolf. Ich hoffe, dein Plan verläuft reibungslos. Ich wollte sagen, jetzt können wir den Plan fortfahren. Das heißt doch safe zurück zu Wolf. Also, wie gesagt, dafür, dass wir schon mal in dem Palast drin waren, echt nochmal eine richtig lange Vorbereitungsphase hier mittendrin. Hätte man ja auf jeden Fall gedacht, dass das schneller geht. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir machen müssen, weil wir sind gar nicht zu Wolf zurückgeflogen. Wir sind jetzt hier bei Lioli. Ja, das frage ich mich gerade auch. Sollten wir nicht erst zu Wolf? Nee. Okay, jetzt bin ich überfragt. Müssen wir hier nochmal lesen? Das erste ist... Ach so, nevermind. Das erste sagt tatsächlich, sprich mit Wolf. Aus irgendeinem Grund sind wir nicht zu Wolf gegangen. Ne? Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Okay. Nope. Der sagt uns nichts. Hä, bin ich blöd? Bin ich blöd? Das ist die aktuelle Quest auf jeden Fall. Ach so, wir sollen mit dem da reden. Das ist zwar nicht Wolf, aber egal. Gut, da hätte man noch früher drauf kommen können. Ja gut, man kommt da nicht drauf. Wolf ist, nachdem sie sich mit Hilfe... Ach so, das Mädchen Transformationsbeiß verwandelt hat in einen tiefen Schlaf gefallen. Anscheinend hat sie den Liebesbrief wie geplant unter dem Traumbaum vergraben. Als nächstes muss sie den langen Immunitätstrank nehmen.
benutzt sie nach Bedarf und dann den Jungen Transformationsball in den Rucksack verwenden, um den Plan fortzusetzen und den vermissten Jungen zu finden. Alter, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass das jetzt ja Wolf ist, ne? Okay, Trank verwendet. Verwandlung auch. Luca! Hey, servus, Big Dog. S11 Dragoon, wie bist du denn hergekommen? Du scheinst ja okay zu sein. Ich hatte schon Angst, du würdest wie die anderen zu einer kalten, harten Eisskulptur erstarren. Hast du vorher auch den lilanen Immunitätstrank genommen? Anscheinend hattest du die gleiche Weitsicht wie ich. Während meiner Ermittlungen zu den vermissten Fällen im Schneeschmelzkönigreich fürchtete ich selbst eines Tages spurlos zu verschwinden. Deshalb verfuhr ich von einem Elfenmagier vor Ort vom lilanen Immunitätstrank, der angeblich vor allen negativen Zuständen und magischen Schaden schützt. Ich vermutete, die vermissten Elfenjungen seien verzaubert und daher bewegungsunfähig und ich sollte Recht behalten, jeder, der hierher kam, wurde zu Eisskulpturen verwandelt. Zum Glück hatte ich den lilanen Immunitätstrank vor meiner Ankunft eingenommen, was mich vor diesem Schicksal bewahrte. Smart. Ich kam hierher in der Hoffnung, die legendären Schneeelfen zu finden, doch ich irrte mich. Die Bewohner dieses unterirdischen Palastes waren keine echten Schneeelfen, sondern eine Elfenmagierin namens Lolita. YouTube. In-game. Sie benutzte die Schneeelfe als Verkleidung, um ihre wahre Identität zu verbergen, und sie war es, die mit Magie die Elfenjungen in kalte Eisskulpturen verwandelte und sie so zu Vermissten machte. Wir alle... wieso werde ich angegriffen? Wir alle fielen auf diese falsche Schneeelfe herein. Die einzige Möglichkeit, die in Eisskulpturen verwandelten Elfenjungen zu retten, besteht darin, Lolita zu besiegen. YouTube in-game, okay? Chill, YouTube, chill. Ohne Umschweife begeben wir uns zur Eisschmelzkammer im 2. Stock dieses unterirdischen Palastes, um Lolita zu finden. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie bestimmt besiegen. In-game. Okay. Also, das heißt... Ja, Moment mal, wo sind wir? Sind wir nicht schon? Warte mal, ich muss erstmal dieses Immundingenskirchen nehmen. Okay, das sind die ganzen Eisjungen. Wo ist sie jetzt? Eisraum ist unten. Spiegelbrunnen. Ah, okay, wir müssen da runter wahrscheinlich. Also hierhin. Okay. Also ich vermute mal, der Dungeon wurde als einer der ersten Dungeons hier erschaffen. Er macht jetzt nicht sonderlich viel her, bin ich ehrlich. Aber ein paar Aspekte finde ich cool, wie zum Beispiel diese Kerzenständer, diese großen. Die sind schon ganz nice. Hier diese Pflanzen. Also es ist nicht das beste Design. Das ist vor allem ein bisschen alt einfach. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie die neueren Dungeons aussehen. Es muss ja auch neuen Content geben, der nur ein paar Jahre alt ist und nicht gleich 20 oder so. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir können da die automatische Dingens nicht benutzen. Der Typ hat auf jeden Fall eine bessere Waffe als ich. Ach so, Moment mal, das ist Lolita. Hold up. Glaube ich. Also, was willst... In-game, by the way. In-game. Ihr zwei unwissenden Menschen glaubt ihr etwa, ihr könntet mich aufhalten? Wie könntet ihr auch nur erahnen, welche traumhafte Kunstwerke aus diesen schönen jungen Männern werden, nachdem ich sie in Eisskulpturen verwandelt habe? Wie absurd, wie kann man ein lebendiges Wesen in ein Eiskunstwerk verwandeln? Fragen oder sagen wir. Diese Jungs verletzten die Mädchen auf eine indirekte Art und Weise. Was macht es schon für einen Unterschied, ob ich sie in Eisskulpturen verwandle? Sie wurden heimlich von Mädchen geliebt, was ihnen Kummer bereitete, während ich sie in einen wunderschönen Traum einlud, den ich für sie erschaffen hatte. Ein Traum, aus dem sie niemals erwachen würden. Ein Traum, in dem sie für immer mit ihren geliebten Jungen zusammen sein konnten. Ich verwandelte sogar die Jungen, die den Mädchen Kummer bereitet hatten, in Eisskulpturen, sodass sie nur noch in den Träumen der Mädchen existierten. Stimmt's? Natürlich stimmt das. Nochmal so ein Ding fressen. Was weißt du, warst du schon mal in jemanden verliebt? Verstehst du, wie schmerzhaft das sein kann? Ich kenne diesen Schmerz und Kummer nur zu gut. Ich war jahrelang in ihn verliebt, aber er konnte meine Gefühle nicht erwidern und hat schließlich jemand anderen geheiratet. Ich hatte einmal einen wunderschönen Traum, in dem ich endlich mit dieser Person zusammenkam. Als ich aufwachte, konnte ich nicht aufhören zu weinen. Ich wünschte, dieser wunderschöne Traum würde nie enden und jetzt nutze ich meine Gabe, um Mädchen zu helfen, die heimlich verliebt sind. Du machst dir nur etwas vor, woher weißt du denn, in wen die Mädchen verknallt sind? Ich sag, Lolita war in Kabu verliebt. In den Vater von Lukas. Das wäre ein Plot-Twist. Das ist einfach. Kennst du die Legende vom Traumbaum aus dem Schneeschmelzkönigreich von vor Jahren? Ich habe diese längst vergessene Legende wiederbelebt und tatsächlich haben die Mädchen ihre Liebesbriefe unter den Traumbaum vergraben. Ich musste sie nur ausgraben, dann weiß ich alles.
Wie abscheulich, deine Vergangenheit ist zwar erbärmlich, aber deine Fehler machen dich verabscheuungswürdig. Na und? Du glaubst, du kannst mich besiegen, was? Probier es aus und du wirst es sehen. Los, Luca. Luca! Din, 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 din. Du bist dran. Din, 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 din. Yugi! Chill, mate, chill. Die soll mal durch mein Burning Field laufen. Ey, Luca, wieso tankst du nicht, Big Bro? Oh, die haut ordentlich rein. Die haut ordentlich rein. Luca, ich dachte, du tankst, Big Bro. Alter, Luca, Mann, tank doch mal, Mann, Alter, ey. Oh, wow. Also offensiv ist sie schwächer als der Wolf. Sie hat mich gerade gewone-shottet mit 3/4 Leben. Okay, Luca, du schaffst das. Junge, der Typ macht 5 Damage. Wie trash ist der? Wow, ich muss den ganzen Weg nach unten laufen. Come on. Das Gute ist aber, dass die Gegner sich hier nie heilen. Also müsste die jetzt eigentlich weiterhin Lowlife sein. Hey, Junge, wie soll man das schaffen? Nein, da steht Luca. Achso, aber das ist der andere Luca. Das ist der statische Luca. Wir haben den mobilen Luca. By the way, der eine Typ im Chat heißt einfach irgendwas auf Chinesisch und dann 0005. My man. 0005. Den würde ich auf jeden Fall überall wiedererkennen. Komm schon, bitte sei Lowlife, bitte sei Lowlife, bitte sei Lowlife. Ja gut, Lowlife kann man das nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, also wir müssen die ganze Zeit hin und run machen, die macht viel zu viel Schaden. Oh, Luca. Luca, 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 Luca. Hau ihr eine rein. Pfeffer ihr eine rein. Hau ihr eine rein. Pfeffer ihr eine rein. Sie hat sich einfach hinter mich teleportiert. Hey! Cheater! Oh nein. Bro! Oh Gott, panisch alle Tasten drücken. Oh. Hey, es hat nicht funktioniert! Es hat nicht funktioniert! Oh mein Gott, ich bin tot. Junge, das ist so unfair. Alter. Oh Gott. Wieso kann ich kein... Ach, ich habe keine MP mehr. Deswegen. Okay. Gut, wie der Full Life MP-Trank läuft. Luca, jetzt mach mal was, Mann. Du bist freaking useless. Alter, sie macht... Ich bin tot. Nee. Das ist, was war das? Das war, warte mal, wie heißt das gleich wieder? Guillotine hat sie gemacht. Mercenary Skill. Oh nein, schon wieder dieser Dreck. Oh, Junge. Das Schlimmste ist die Kameraführung, dass ich manuell die Kamera steuern muss. Das ist mit Abstand das Schlimmste, no joke. Sonst wäre es wahrscheinlich so relativ entspannt, aber die Kamerasteuerung ist fürchterlich. Ich muss es noch irgendwie rausfinden, wie das anders geht, weil das muss anders gehen. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht anders geht. Und ich denke mir auch so, warum zum Teufel ist die Tante so stark, ey? So, ich wollte jetzt, dass die ein bisschen in dem Feuerfeld steht. Oh oh. Ich bin betäubt! Sie hat mich betäubt. Alter. Das ist eine Quest übrigens. Das ist eine Quest und die Alte orgelt sich mich achtarmig rein. Die orgelt sich meinen Arsch einfach achtarmig rein. Junge, Alter. Habe ich irgendwie was verpasst? Also spiele ich irgendwie die ganze Zeit ohne Buffs oder so? Irgendwas mache ich falsch. Das kann nicht sein, dass Quest-Gegner so unfassbar stark sind. Ich habe die starke Vermutung, dass mein Equipment Trash ist, weil es ist ja alles Level 15er Zeug.
Und die Haltbarkeit ist tatsächlich auch ganz schön runtergegangen. Ja, ich glaube, ich müsste mal neues Equipment besorgen, spätestens auf 30, aber ja. Ja, das Equipment ist 13 Level alt und Haltbarkeit leider reduziert. Oh, ich habe nicht mehr genug MP. Later, Big Dog. Komm schon jetzt, Luca, töte sie, Luca, töte sie. Ey, let's go. Alter, das Burning Field sieht aber richtig geil aus. Die Animation davon ist auch richtig gut. Also das ist jetzt wahrscheinlich der Luca, der da vorne steht wieder, ne? Oh Mann. Sehr viel laufen, zweimal gestorben. Oder? Dreimal. Zweimal? Dreimal. Ich weiß gar nicht mehr. Zum Glück sind ja keine Monster drin. Da müsstest du erstmal noch durch die ganzen Monster fighten. Das wäre schrecklich. Oh. Hey, wieso kann ich nicht mit dem reden? Jetzt. Wir haben gewonnen. Papa wird so stolz auf mich sein, obwohl wir die Schneeelfen nicht gefunden haben, haben wir den Drahtzieher hinter den seltsamen Ereignissen im Königreich des schmelzenden Schnees gefunden und ausgeschaltet. Das heißt, wir haben dem Elfenvolk des Königreichs des schmelzenden Schnees geholfen. Papa sagt immer, den anderen zu helfen macht glücklich und er hat absolut recht. Ich bin gerade unglaublich glücklich, aber um das durchzuziehen, haben wir noch einiges zu tun. Oh. Immer noch kein Level-Up, Bro. Obwohl Lolita tot ist, in-game, wirkt ihre Magie noch immer. Die Jungen, die zu Eisskulpturen erstarrt sind noch nicht wieder normal und die schlafenden Elfenmädchen sind noch nicht erwacht. Wir müssen einen Weg finden, sie zu retten. Aber wenn sie mich fragen, wie man sie retten kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was zu tun ist. Achso, du sagtest, mein Vater Cabo ist ins Schneeschmelzkönigreich gekommen, um mich zu suchen. Das macht die Sache viel einfacher. Mein Vater weiß bestimmt, was zu tun ist. Du solltest den unterirdischen Palast verlassen und ins Schneeschmelzkönigreich gehen, um ihn zu finden und ihm auch zu sagen, dass ich in Sicherheit bin. Du scheinst noch ein paar Beschwörungshörner meines Vaters bei dir zu haben. Benutze ich schnell, um zu meinem Vater zu gelangen. Oh Gott, welches war nochmal von Cabos Dad? Es muss neu dazugekommen sein, weil ich kann mich nicht erinnern. Das ist gleich falsch, oder? Nee, es war richtig. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen ja Feierabend. Wir sind eh schon ein bisschen lange dabei. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Hey Online Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Viel Erfolg noch. Nein, das war das falsche Outro. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.